Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge. Wir starten das Video, wo wir das letzte geendet haben. Ich bin immer noch im Queenstowner Flughafen. Mein Buddy hier ist leider weg, der Sitz ist jetzt leer. Flo fliegt jetzt heute nach Auckland zurück und wird dann morgen auch nach Hause reisen. Er muss also von Auckland sind ja die ganzen Langstreckenflüge, deswegen musste das jetzt sein. Und er muss dieses Wochenende, hatte einen wichtigen Termin zu Hause, deswegen hat er jetzt sicher gemacht, dass er zumindest am Freitag dann wieder zurück ist. Ich habe allerdings keinen wichtigen Termin dieses Wochenende und natürlich hätte ich jetzt mit ihm zurückfliegen können und einfach jetzt ein chilligen Wochenende, bevor die Arbeit wieder am Montag losgeht, machen können. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich dachte, wenn ich schon an dieser Ecke der Welt bin, dass ich mal wieder kurz mal Australien wieder angucke. Es hat mir ein bisschen zu viel in den Finger gejuckt. Ne? Ich habe immer noch richtig Nostalgie. So lange her ist ja das Auslandssemester nicht. Aber nee, es musste einfach wieder sein. Und ich werde auch 2 Tage nach Sydney reisen, weil es hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, noch einen Tag extra hier zu machen oder halt irgendwo ein Neues anzugucken. Das hat sich halt echt nicht gelohnt und dann dachte ich mir, komm, dann gehe ich wieder mal nach Sydney. Wir machen da einen ganz, ganz reiner Nostalgie-Trip und ja, ich bin gespannt, was sich jetzt in 2 Jahren geändert hat. Wahrscheinlich nicht viel, aber ich freue mich einfach sehr, 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 die Stadt nochmal anzuschauen. Ich glaube, das wird bestimmt ein bisschen emotional auch für mich. Und das wird jetzt diese Folge halt sein. Wir werden halt nicht mehr in Neuseeland sein, sondern nach Sydney reisen. Ich fliege jetzt erstmal wieder auf Standby, wie das letzte Mal. Allerdings bin ich jetzt ein bisschen entspannter. Erstmal, weil es relativ gut aussieht, dass ich jetzt nach Sydney komme. Und Worst-Case-Szenario, kurz war mein Name. Worst-Case-Szenario hier ist, dass ich halt in Queenstown noch eine Nacht übernachten musste. Und das geht für mich fein, wenn das so ist. Das war natürlich ärgerlich, wenn ich nach Sydney komme, aber dann bin ich ja in Queenstown nochmal für eine Nacht, dann ist das halt so. Deswegen probieren wir das aus, aber ich bin gute Dinge, dass ich mitkomme. Aber werden wir jetzt wohl gleich rausfinden. Ich bin in Sydney. Ja! Ich habe noch nicht so ganz verarbeitet, dass ich hier bin. Es fühlt sich echt ein bisschen merkwürdig an. Ich weiß es halt gerade, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich gerade fühle. Ich bin jetzt vorhin angekommen, ich wusste halt ganz genau, welche Bahn ich nehmen muss, welchen Bus ich nehmen muss, um zu meinem Hostel jetzt hier anzukommen. Aber trotzdem ist alles halt anders. Also fühlt sich jetzt gerade noch wie so ein ganz normaler Zwischenstopp an. Aber ich glaube, sobald ich ein bisschen mehr in der Stadt unterwegs bin, wird es ein bisschen anders sein. Weil ich habe bisher noch nicht wirklich was gesehen. Ich bin halt von der Bahn hochgekommen. Und tatsächlich ist mein Hostel hier in einem Gebiet, das ich noch nicht so wirklich kenne. Also da ist so ein Bahnhof, wo ich halt immer durchgefahren bin, aber ich bin hier nie wirklich ausgestiegen. Deswegen, es ist ein neues Gebiet von Sydney, das ich nicht so hier kenne. Mein Hostel ist echt cool. Also Hostel so halbmäßig, weil eigentlich habe ich wieder ein Einzelzimmer hier, aber alles andere ist geteilt. Aber ich habe ein riesengroßen Zimmer. Vor allem, guck das mal hier an, ich habe einfach einen Projektor. Ich kann ich einfach über einen Projektor was angucken. Das habe ich noch nie in irgendwas gesehen. Und ja, hier ein bisschen... Auch eine relativ große Fläche und ja genau, Badezimmer und Toilette ist halt alles geteilt, aber das ist okay, dafür zahle ich halt ein bisschen weniger. Einzelzimmer ist immer ganz schön. Ich war jetzt erstmal gerade richtig im Stress, weil ich habe gerade erfahren, dass am Flughafen München am Donnerstag und am Freitag es Streiks geben wird und ich komme zwar planmäßig entweder Samstag oder Sonntag halt an, aber weil alle jetzt umgebucht waren an diesen Tagen, da habe ich gerade ein Problem. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich nach München komme. Ich habe jetzt gerade für viele Lösungen geguckt, aber ist mir noch ein Rätsel, wie wir das schaffen. Aber ich glaube, das ist erstmal ein Problem für Zukunftsziele. Weil eigentlich will ich jetzt hier in Sydney nicht Angst haben, wie ich zurückkomme, sondern ich will diese Stadt erkunden. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ich lade noch mein Handy ein bisschen auf und dann bei dir irgendwas zu essen suchen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz, wo ich jetzt was zu essen hole. Und ich glaube, der Plan ist dann, dass wir zu meinem Lieblingsplatz im Operahaus wieder gehen, wo ich da früher auch immer gesessen habe. Vor allem, wenn es halt jetzt bald dunkel wird, weil wir haben jetzt schon fast 19 Uhr, also wird bald dunkel und ich glaube, dann wird es wieder richtig cool. Deswegen, ich freue mich richtig. We need more than hopes and wishes.
this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. So, ich hoffe, man kann hören. Es ist gerade ein bisschen windig und ich habe das Mikro vergessen, aber ich habe es zu meinem Lieblingsspot wieder hergeholt. Also normalerweise, die letzten Mal im Auslandssemester saß ich auf Bänke irgendwo da weiter drüben. Die sind leider alle voll, was ich echt frech finde. Die hätten die eigentlich schon das für mich reservieren können, wenn ich schon hier bin. Aber ja, ich habe zumindest die allerletzte Bank jetzt am Ende ergattert und ich meine, es ist hier nicht so, dass die Aussicht weniger schlecht ist. Ne? Nee, und ja, dieser Punkt, es hat sich jetzt auch nicht wirklich seitdem geändert. Das ist irgendwie so, ja, mein Lieblingspunkt auf der ganzen Welt. Also ich finde es einfach hypnotisierend, ich weiß nicht, das ist vielleicht, bin nur ich oder vielleicht denken das mehrere, aber es passiert hier so viel. Du hast vor mir ist halt der ganze Hafen, da fahren alles mögliche an Boote vorbei, vorne eben ist ein Partyboot vorbeigefahren, da habe ich jetzt auch wieder an mein Auslandssemester gedacht, weil da war ich ja auch in einem Abend, war ich mit einem Austauschstudenten in so einem Partyboot drin, das war richtig cool. Jetzt ist gerade so ein richtig farbenfroher Boot vorbeigefahren, der auch echt verrückt aussieht. Genau, vor mir ist die Harbour Bridge. Ja, ich kann auch mal drehen. Ja, es wäre immer oh, ich habe es kaputt gemacht. Hallo. Ja, diesen Face-Track muss ich noch mit dieser Kamera üben. Nee, genau vor mir ist halt die Harbour Bridge. Das sieht halt absolut fantastisch nachts aus. Hier vorne ist noch die Skyline. Die hat sich ein bisschen geändert gefühlt, aber da war auch schon ein bisschen Baustelle letztes Mal. Vielleicht sind sie da weitergekommen. Aber ja, immer noch genauso schön wie vorhin. Also das ist auch so ein super schöner Ausblick. Und all das erzähle ich euch, während ich hier vor dem Opernhaus sitze. Es ist wirklich so ein verrückter Spot, finde ich. Und ja, natürlich, die Gefühle kommen schon ein bisschen hoch. Ne? Also ja, ich denke natürlich sehr viel im Auslandssemester in dem Spot hier. Und ja, es ist einfach so eine super schöne Stadt und ich laufe da durch und es ist schon voll. Es ist ja nicht nur so, dass Sydney jetzt irgendwie gar nichts los ist. Es ist schon voll, aber nicht übervoll. Aber was ich dann merke, ist, es ist einfach so eine entspannte Art, das alle hier haben. Mir fällt es einfach voll so auf. Also einfach im Gegensatz zu München, wo halt, oder kann auch jede andere beliebige deutsche Stadt, glaube ich, nehmen. Da ist irgendwie immer ein bisschen Stress und ein bisschen Hektik irgendwo und das hast du hier nicht. Du hast hier, jeder lebt sein Leben, die meisten, also selbst wenn sie es vielleicht nicht sind, die tun immer so, als ob sie zumindest gut drauf sind. Und ja, ich glaube, das macht Sydney sehr aus von deutschen Städten, sage ich mal. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich die Menschen in Australien, das ist vielleicht so einer der wichtigsten Punkte im Gegensatz zu Deutschland. Aber ja, ich meine, diese Stadt ist natürlich einfach so wunderschön zum Anschauen. Ja, ich bleibe jetzt nicht mehr hier allzu lange. Ich meine, wir haben 2 Stunden Zeitverschiebung. Das ist nicht so viel, auch nicht wenig. Ich meine, gerade ist jetzt hier 10 vor 9. In Neuseeland wäre es jetzt 10 vor 11. Deswegen, ja. Ich wollte schon sagen, ich bleibe nicht mehr hier so lange, aber gucken wir mal, vielleicht bleibe ich dann hier doch länger. Ich tue gleich die Kopfhörer rein und ja, schwelge in Erinnerungen zurück. Before this night is over, I will guide you home. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 27. Februar und damit der erste volle Tag, den ich in Sydney habe. Und so wie es aussieht, werde ich zu 99% noch einen vollen Tag haben, weil ich werde einen Tag jetzt später fliegen als ursprünglich geplant. Ich wollte eigentlich Freitag jetzt fliegen und dann wäre ich, weil ich ja gegen die Zeit fliege, wäre ich dann Samstagmittag irgendwann in München angekommen. Und natürlich wäre Samstag von Anfang an möglich gewesen. Es wäre halt ein bisschen knapp mit Sonntag ankommen, aber jetzt wegen dem Streik hat sich das alles ein bisschen geändert und ich glaube, Samstag habe ich halt keine Chance, nach München zu kommen.
Und deswegen habe ich jetzt mal die Entscheidung, also fast genau, ich habe jetzt noch nicht alles gebucht, aber ich glaube, ich werde das schon machen, dass ich Samstag losfliege und dann Sonntagmittag ankomme. Das wird natürlich richtig spaßig dann Montag in der Arbeit werden. Aber nee, ich glaube, Samstag wird sonst mega, mega stressig, wenn ich das jetzt anders mache. Deswegen, aber das bedeutet einen Tag mehr in Sydney. Also kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, genau, heute, ich habe jetzt gerade gefrühstückt, also das ist echt, das Hotel oder Hostel oder was man das hier nennen kann, das ist echt cool, das gefällt mir richtig, richtig gut. Gut geschlafen, das war jetzt echt ein cooles Frühstück auch. Und genau, jetzt schaue ich zu ein paar altbekannten Spots rum. Ich fahre jetzt erstmal nach Bondi, wo ich ja im Auslandssemester damals gelebt habe in der Gegend. Guck da mal ein bisschen rum, was sich da geändert hat und die paar bekannten Spots. Und dann habe ich so eine Strecke, wie ich dann weitergehe. Ich schaue dann vielleicht zu einem anderen Strand, gehe irgendwann zur Uni. Ja, wird sich dann schon alles ergeben. Es ist jetzt 9:30 gerade, also wir haben mehr als genug Zeit. Und ja, genau, dann schau mal rein. Ich freue mich sehr. Das Wetter ist wirklich sehr, sehr, sehr schön heute. Das ist auch mega. Da sind wir wieder. Mein alter Wohnort. Genau, ganz am Ende dieser Straße war meine alte WG. Diese Strecke habe ich einmal täglich gemacht, ungefähr, wo ich damals jetzt hier gewohnt habe. Da kam ich jetzt gerade her. Von links. Sieht immer noch genau gleich aus. Lass mal kurz vorgehen. So, bin gerade ein bisschen vorgelaufen. Mich würde ja so interessieren, wer jetzt in meinem alten Zimmer ist. Ich habe schon gesehen, dass das Fenster offen war. Oh, würde mich so interessieren, wer da überhaupt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass alle, mit der ich damals früher gewohnt habe, noch da wohnen, weil es waren alle welche, die ja, wie ich, die halt wirklich nur Part-Time hier waren. Aber es würde mich trotzdem super interessieren, wer jetzt alles in dieser WG lebt. Aber ja, nee, es war interessant. Bevor ich ja mit Flo nach Neuseeland gefahren bin, habe ich nochmal all meine Australien-Vlogs einfach mal angeguckt, um einfach mich darauf vorzubereiten an diese Serie, die ich jetzt machen werde. Und was mir bei den Australien-Vlogs aufgefallen ist, gab es so ein paar Orte, wo ich eigentlich echt häufig war, aber eigentlich nie wirklich gezeigt habe. Und ja, eins davon ist Cooper Park, wo ich gerade jetzt bin. Und Cooper Park, das ist ein Park, das halt um die Ecke war, von wo ich gewohnt habe. Und das ist wirklich so ein richtig, richtig schöner Park, obwohl wir halt so zentral sind. Also über uns rum ist hier Straße, aber wenn du hier durchläufst, dann fühlt es sich so an, als ob man wirklich in einem Dschungel ist. Vielleicht hört man schon die Vogelgeräusche hier im Mikro. Weiß jetzt nicht, wie das jetzt rüberkommt. Aber nee, ist auch echt ein besonderer Ort gewesen. Ich war hier super oft einfach zum Spazieren, weil es gibt keinen besseren Ort dafür. Und ja, ich dachte, ich schaue jetzt auch mal hier wieder rum. Mir ist gerade die eine negative Sache wieder an diesem Park gerade eingefallen. Ich hasse alles. Ja, jetzt habe ich eigentlich den ganzen Vormittag und Mittag bei Bondi verbracht, um die Gegend, wo ich halt gewohnt habe, und danach war ich halt beim Strand dann am Bondi Beach. Ja, und da war auch ziemlich lange, habe auch Mittag gegessen, hat mir dann irgendwie dann doch richtig gut gefallen, jetzt da wieder zu sein. Ist auch wirklich warm heute, also am Strand ist einfach auch geil. Und ja, nach kleiner Rastpause im Hotel mache ich jetzt auf den Weg zu meiner alten Uni wieder.
ja, wollte ich einfach jetzt auch mal die Möglichkeit nutzen, nochmal anzuschauen. Im Nachhinein gesehen war es eigentlich schon echt eine coole Uni da, also auch ganz coole Gebäude. Und ich treffe da auch einen Kumpel, oder den ich damals hier in Sydney kennengelernt habe. Das ist so der einzige, den ich damals kennengelernt habe, der hier halt ist. Und ja, treffen uns bei der Unibar, wie in den guten alten Zeiten. Deswegen freue ich mich gleich sehr drauf. Und ja, machen wir uns auf den Weg. Ja, ich bin an meiner Uni jetzt angekommen. Ja, ich war jetzt gerade in der Unibar mit besagtem Kumpel was trinken. Das ist natürlich super cool, wenn irgendwie ein bisschen Kontakt dann noch hängen bleibt. Und ja, hat es bei uns, und das war jetzt wieder super cool, da ein bisschen ein paar Erinnerungen wieder aufzubringen, Sachen, die ich inzwischen auch vergessen hatte. Und ja, was mir aber auch aufgefallen ist, als ich die Vlogs damals gemacht habe, ich habe überhaupt nichts von meiner Uni wirklich gezeigt, weil das war ja der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier war, weil die Uni mir halt ja einen Austauschplatz gegeben hatte. Und ja, ich dachte, ich nutze die Möglichkeit, einfach ein bisschen was zu der Uni zu zeigen. Das ist auch gerade so, ja gut, dahin ist gerade der Sonnenuntergang, das ist eigentlich ein sehr schönes Licht hier gerade. Ich war auch häufiger bei so einem Licht, weil irgendwie alle meine Vorlesungen waren auch damals irgendwie ab 17, 18 Uhr. Das war, ich hätte einen richtig komischen Stundenplan gehabt. Aber ja, nee, es ist halt eine super schöne Uni. Es gibt halt in Sydney so 2 große Unis. Und ich war halt auf der University of New South Wales, und dort auf der anderen Seite von Sydney gibt es University of Sydney. University of Sydney ist eine deutlich ältere Uni, und das sieht man auch, wenn man halt dort ist. Also es gab tatsächlich eine Weile lang den Gerücht, dass Harry Potter oder Hogwarts halt bei der University of Sydney gefilmt worden ist. Das stimmt natürlich nicht, aber wenn du halt da reingehst, dann kann man sich das schon mal denken. Also das hat halt wirklich so einen ganz alten Charakter. Und ja, die University of New South Wales hier, das sieht man auch so ein bisschen im Hintergrund, glaube ich, ist deutlich moderner. Aber ja, ist wirklich eine sehr, sehr coole Uni. Also tatsächlich, ich war jetzt in Deutschland nie auf wirklich so ganz große Hochschulen, deswegen ist es schwierig, da jetzt einen Vergleich zu ziehen. Aber ja, es bietet halt wirklich hier alles halt an. Und wie gesagt, ich war jetzt vorhin bei der Unibar, also die haben wirklich ihre eigene Bar, und da ist auch wirklich echt viel los gewesen gerade. Nee, es ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Uni. Und ja, bin froh, das wieder auch mal anzuschauen. Good morning in the morning. Es ist der 28. Februar. Ich wäre ursprünglich heute abgereist, aber leider gibt es jetzt Streiks am Flughafen und ich bleibe jetzt noch einen Tag länger. Also ich muss den Tag jetzt irgendwie noch mal in Sydney aushalten. Schlimm. Nee, also natürlich, es wird jetzt richtig anstrengend, die Arbeit nächste Woche, aber ich freue mich richtig, dass ich hier jetzt noch einen ganzen Tag habe. Und morgen geht mein Flug auch relativ spät, also habe ich auch noch da ein bisschen Zeit. Das ist, ja, das freut mich, das ist echt cool. Ja, ich habe mir heute ein bisschen überlegt, so was ich mal mache, und ich habe entschieden, dass ich so einen Ferientag machen werde. Wir haben ja hier in Sydney ja den ÖPNV-Fähre, und der fährt hier an alle möglichen Stellen in den Hafen ab. Und ich dachte, ich fahre einfach ein bisschen damit rum, steige dann bei ein paar Spots aus und ja, fahr mal ein bisschen durch die Hafen entlang. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, so einen Tag zu verbringen. Da kommt man ja auch immer relativ weit.
Deswegen ja, versuchen wir das mal. Ich laufe jetzt gerade erstmal durch den Botanischen Gärten jetzt auf dem Weg zur Fähre, weil da war ich jetzt bisher noch nicht. Da war ich immer relativ gerne damals im Auslandssemester. Genau, schau hier nochmal ein bisschen rum. Werde jetzt aber nicht zu allzu weit spazieren, weil heute ist richtig warm. Also die letzten Tage war es ja auch schon warm. Und ja, heute ist aber auch um die über 30 Grad, glaube ich schon. Eigentlich gehen wir ja langsam hier in Herbst rüber. Aber man merkt nicht wirklich was davon. Es ist wieder einfach echt Hochsommer hier. Aber ja, besser auf jeden Fall strömenden Regen. Ist Watson Bay. Da war ich letztes Mal, wo ich hier war, auch schon mal. Ist ein relativ anspruchslosen, aber allerdings schöner Wanderweg hoch zu so einem Leuchtturm. Und ja, bietet eigentlich auch sehr, sehr coole Aussichten. Das ist so einer der letzten Orte, bevor es zum offenen Meer von Sydney rausgeht. Deswegen dachte ich mir, nehme ich mal die Stunde und gucke mir das mal wieder an. Der nächste Ferienstopp ist Manly Beach. Letztes Mal im Auslandssemester war ich auch schon mal hier, aber wirklich nur ganz, ganz kurz und ich habe es danach nie so wirklich lange gesehen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich auf jeden Fall den Stopp mit. Also ich bin jetzt schon mal hier viel länger, als ich letztes Mal war. Und es ist ein wirklich schöner Strand. Das ist halt im Norden von Sydney, schon ein bisschen entfernt vom Stadtzentrum. Aber auch ein relativ bekannter Strand und scheinbar super, super gut zum Surfen. Nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie auskenne, aber soll da dafür ein richtig guter Strand sein, aber es ist einfach, also es ist ein relativ großer Strand und ja, nee, es ist auch schön hier zu sein. Wie gesagt, vor allem bei dem Wetter, da passt perfekt. Das war's dann auch mit der kleinen Fährentour. Ja, nee, hat Spaß gemacht, aber ich finde die Fähre ist halt hier echt mega spannend, wenn man da mitfährt, weil natürlich nutzen einerseits viele Touristen, du kommst ja gut um den Hafen halt rum und von da aus kannst du natürlich auch richtig, richtig gute Bilder machen, vor allem eben vom Opera-Haus oder vom Skyline kriegst du ja da, wenn du da reinfährst, richtig, richtig gute Bilder. Aber das nutzen einfach auch Leute tagtäglich für die Arbeit. Das finde ich immer spannend, da kannst du voll gut differenzieren, wenn du da an Bord bist. Meine Mitbewohnerin damals, glaube ich, jetzt auch immer wieder, der Nachhauseweg war manchmal auch immer wieder mit dem Boot gefahren. Das finde ich immer ganz spannend. Das ist einfach so ein alltägliches Verkehrsmittel für manche Personen ist. Ja, aber es war cool, ein paar Orte mal wieder gesehen. Und ja, jetzt geht es wieder zum Hotel. Kurz ein bisschen chillen, weil es war jetzt vor allem, ich war gerade jetzt echt viel in der Sonne heute. Also das schadet auf jeden Fall nicht. Und ja, danach gucken wir mal, was wir am Abend jetzt machen.
So, ein letztes Mal in der Stadt nachts. Ja, es ist richtige Partystimmung heute. Morgen findet hier Mardi Gras statt. Ich glaube, das kennt man vor allem aus New York. Und ich sage jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht so aus damit. Aber ich glaube, das ist relativ ähnlich zu den Christopher Street Day in München. Scheint mir aber hier doch deutlich größer zu sein. Weil hier waren schon überall Regenbogenflaggen. Ich meine, Sydney ist ja eine sehr, sehr offene Stadt. Ich bin fast davon ausgegangen, dass es einfach immer hier so ist. Aber nee, es ist tatsächlich jetzt, man sieht jetzt sogar hier eins im Hintergrund. Nee, es ist tatsächlich wegen des Mardi Gras Event. Und ja, ich fliege morgen Abend erst. Also vielleicht bekomme ich sogar ein bisschen was davon mit. Da komme ich auf jeden Fall nochmal in die Stadt rein, gucke es mir ein bisschen an. Ich weiß nicht genau, was losgeht. Aber ja, ist ziemlich cool. Nee, ich gehe jetzt, mir ist noch ein Ort eingefallen, wo ich noch nicht war. Ich gehe jetzt zur Darling Harbour rüber. Das ist quasi der Hafen an der anderen Seite von der Skyline. Und werde jetzt voraussichtlich einen relativ langen Spaziergang machen. Aber ja, wird es wert sein. Das ist auch ein richtig, richtig schöner Ort. Und ja, nee, macht Spaß hier drin zu sein. Es ist Samstag, der 1. März. Ich muss in 2 Tagen wieder arbeiten und ich sitze gerade im Strand in Australien. Ich weiß, ich sage das echt doch, ich finde es einfach komplett surreal, dass ich hier sitze und in 2 Tagen muss ich vor meinem PC wieder sitzen zu Hause. Es ist verrückt, die Welt irgendwie. Ja, heute ist Abreisetag, aber ich fliege, mein Flug ist halt richtig spät und ich habe noch eigentlich fast einen ganzen Tag vor mir. Wobei ich werde wahrscheinlich auch relativ lange am Flughafen verbringen müssen, weil mein Koffer muss ich um 16 Uhr wieder vom Hotel abholen. Aber ja, ich nutze die Zeit noch ein bisschen, soweit es geht. Ich bin jetzt heute in Moobua Beach. Das war der erste Strand, den ich damals gesehen habe, als ich nach Australien gekommen bin. Ich habe ja in der Nähe am Anfang ein Airbnb hier gehabt, während ich ja WGs gesucht habe. Und ja, das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich glaube, in der Stadt wird wegen Mardi Gras heute richtig viel los sein. Deswegen dachte ich mal, vermeide ich das erstmal. Wobei später würde ich das schon gerne kurz angucken. Also ich gehe schon noch in der Stadt rein und schau mal, wie das mit Mardi Gras ist. Aber ja, ich verbringe jetzt heute ein bisschen Strandzeit wieder. Genieße das noch, solange es geht. Und ja, und dann ist auch eigentlich auch soweit, dass die Abreise wieder ansteht. Ich bin jetzt noch ein letztes Mal in die Stadt gegangen, wollte ja ein bisschen jetzt Mardi Gras angucken. Leider, glaube ich, bin ich ein bisschen zu früh dafür. Scheinbar so ein bisschen eine Abendveranstaltung. Ich dachte, hier wäre jetzt richtig was los. Es ist aber jetzt noch nicht so viel los. Die Straßen sind auch noch geöffnet, weil ich glaube, die wollen die eigentlich auch dafür für ein Event sperren. Ja, scheinbar eher, also ich dachte, das wäre eigentlich den ganzen Tag, also wäre scheinbar eher so eine Abendveranstaltung. Deswegen, ja, schade, kriegen wir jetzt nicht so viel mit. Immerhin schon nochmal in die City zu sein. Ja, ungefähr eine Stunde muss ich im Hotel sein, deswegen lauf mal hier ein Stückchen noch rum und ja, dann geht's ab zum Flughafen.
know that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. Ja, und damit willkommen wieder in meiner Wohnung. Wir sind wieder da, wo alles gestartet hat. Ja, das heißt aber auch, ich bin zurück erfolgreich angekommen. Es hat alles schon funktioniert am Ende. Der Plan war kompliziert und es war natürlich super anstrengend. 30 Stunden Reisezeit war das am Ende, aber es hat immerhin alles reibungslos geklappt. Ich war am Ende, also das ist jetzt gestern, wo ich angekommen bin. Das ist schon einen Tag später. Ich war ja komplett schlapp. Ging gar nichts mehr, aber ich habe jetzt relativ gut geschlafen heute Nacht, der erste Tag Arbeit irgendwie überstanden und ja, jetzt stehe ich hier. Ja, und jetzt stehe ich hier und verarbeite so ein bisschen, was in den letzten Wochen passiert ist. Also ich glaube, erst wenn man wieder zu Hause ankommt, dann merkt man zuerst, habe ich das gerade wirklich gemacht? Ja, also die letzten 3 Wochen waren ja komplett verrückt, unglaublich, es gibt eigentlich kein Adjektiv dazu. Wird einfach so eine Reise sein, über den man wahrscheinlich jetzt echt lange reden wird. Was wir alles gemacht haben, was wir alles gesehen haben, wie gut das auch alles geklappt hätte. Und auch, dass wir so viel Strecke gelegt hätten. Hätte es nie gedacht. Ich glaube, das habe ich ja gar nicht jetzt am Ende gesagt. Wir haben mit dem Auto insgesamt 4.133 Kilometer gemacht. Das ist im Schnitt ungefähr ja, schon mehr als 200 Kilometer am Tag. Aber es hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Am Ende also wenn man sowas sich antun will, dann sieht man halt auch am meisten vom Land. Und wir haben halt wirklich sehr viel gesehen. Ja, deswegen das war wirklich ein absoluter Traum. Wir haben schon drüber geredet, aber Flo, guckst es bestimmt nochmal an. Vielen Dank, dass du die Reise mit mir zusammen gemacht hast. Ja, hätte mir kaum eine bessere Reise bei dir erwünscht, muss man sagen. Das hat wirklich mit uns sehr gut geklappt. Und ja, weiß nicht, was ich noch sagen soll. Jetzt stehe ich gerade hier, bin immer noch so ein bisschen so, wow. Und die 3 Tage in Australien am Ende waren ja auch wirklich erst noch auch sehr schön und schon sehr besonders für mich, nochmal Sydney ein bisschen anzugucken. Ja, damit endet die Neuseeland-Serie und jetzt dieses kleine Australien-Video noch zum Schluss. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bevor die Reise losgegangen ist, ich habe mein Geld in eine neue Kamera investiert. Und ja, ich hoffe, damit ist die Qualität noch mal ein bisschen besser von den Videos als mit der Handykamera. Es gab auch immer wieder ein paar Handyaufnahmen zwischendurch, aber die werden bestimmt nicht auffallen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also wenn ihr wirklich bis hierher geschaut habt, dann vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, wirklich alles anzuschauen. Ja, freut mich sehr. Hoffe, wie gesagt, das hat euch alles gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn auch immer die nächste Reise losgeht. Ich glaube, das wird nicht so lange hin sein. Das wird wahrscheinlich nicht so was Extremes wie Neuseeland werden, aber kann schon sein, dass bald wieder Vlogs um die Ecke sind. Das werden wir aber mal sehen. Aber bis dahin, vielen Dank an euch und bye bye.